Mein Thema heute Morgen, was ich auf dem Herzen habe, ist: The topic that I have on my heart today is, Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. the Lord is with you, you brave hero. Zuversicht durch Berufung. Courage through calling. In diesem Sommer stand ich vor der Frage: In this summer, I was faced with the question, Bin ich noch als Pastor, als Gemeinde berufen oder nicht? am I still called to be a pastor of a church or not? Über einige Monate habe ich über diese Frage wirklich ernsthaft nachgedacht. And for some months, I actually thought very seriously about this question. Und meine Frage war: Wie sieht Gott mich? And my question was, how does God see me? Aber dann habe ich mir auch bewusst 5 Tage genommen, um Zeit mit Gott zu haben. But then I consciously or intentionally took 5 days where I was totally alone with God. Und dann war ich in der Ferienwohnung, saß im Bett And I was in a holiday apartment and I was sitting in bed or sitting on the bed. und ich frage so Gott, wie siehst du mich? And I said, God, I called out, God, how do you see me? Bin ich noch ein Pastor oder nicht mehr? Am I still a pastor or not? Ich meine, ich habe ja auch noch was Richtiges gelernt. I mean, I've learned the right things. Ich meine, ich bin ja auch vom Beruf her eigentlich Sozialpädagoge. I was actually a social pedagogic or a social educator. Und als ich ihn so frage, Gott, wie siehst du mich, merke ich, wie er mir eine Frage stellt. And as I asked that, I felt God was asking me a question. André, was hast du ganz tief in deinem Herzen, wirklich auf deinem Herzen, in deinem Herzen und welche Leidenschaft ist in dir? André, what do you have on your heart? What do you have in your heart? And what passions are you experiencing? Und ich muss von ganzem Herzen sagen, Gemeinde leiten. And I could say with my whole heart, to lead a church. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, könnte ich mir das vorstellen, irgendwo als Sozialarbeiter mit Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen zu arbeiten. I'd asked myself, could I really imagine myself as a social worker to be working with youth and with children? Aber ich musste sagen, nein, eigentlich nicht wirklich. But actually not really. Und als das so aus meinem Herzen herauskam, And as this came out of my heart, spüre ich, wie Gott dafür so eine Bestätigung und so einen Frieden tief in mein Herzen I schenkt. just sensed how God was giving me a confirmation and a peace about this. Und mit diesem Moment wusste ich, ich kann wieder mit Zuversicht und mit Mut an die Arbeit gehen. And I knew at that moment that I could continue with courage in this work. Weil ich wusste, dass Gott, mein Auftraggeber, hinter mir steht. Because I knew that God, who's the one who gave me this commission, He is standing with me. Ich habe seine Autorität im Rücken. I have His authority in my back, Und behind me. vielleicht geht es dir ähnlich. And maybe you feel like this as well. Ich will uns sagen, du und ich, wir brauchen immer wieder die Sichtweise Gottes über unser Leben. I think you and I, we need to have that in our hearts, how God sees us, Wie Gideon. just like Gideon. Und ich möchte mit euch Gideon anschauen. And I want to have a look at Gideon, look with you. Wir schauen an Richter Kapitel 6 ab Vers 12. We'll look at Judges 6 from verse 12. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagen sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Die Botschaft des Tages, The message of the day. Gott sieht Gideon anders, als Gideon sich selbst sieht. God sees Gideon differently to the way Gideon sees himself. Du tapferer Held. You brave hero. Und diese Aussage hat Auswirkungen auf sein Tun und auf seinen Dienst. And this declaration had an influence on the way he saw himself and then what he would do. Da kommt Gott und fordert ihn auf, gegen die Midianiter zu kämpfen und das Volk zu retten. And then God comes and asks him to fight against the Midianites and save his people. Was? Ich?
What about me? Naja, ich bin Teil der schwächsten Sippe und bin der Jüngste in meiner Familie. I'm the weakest in I'm the part of the smallest clan and I'm the weakest in my family. So, was er damit mit anderen Worten zum Ausdruck bringt, ist, So what he is meaning by this is, ich habe eigentlich kaum Erfahrung. I actually have no experience. Ich habe eigentlich kaum Fähigkeiten. I don't have any fighting experience or skills. Ich kann das nicht. I can't do this. Eine Frage, die ich uns stellen möchte. And a question I want to ask us. Würde Gideon mit solch einer Einstellung die Aufgabe gegen die Midianiter zu kämpfen annehmen? Would Gideon, with this attitude, would he take this on to kill the Midianites? This task? Nein. No. Er wäre da geblieben, wo er war, beim Dreschen. He would have just stayed there where he was, threshing. Er hätte nichts gewagt. He wouldn't have taken a risk. Er wäre kein Risiko eingegangen. He would have not Er hätte keine Verantwortung taken a risk. übernommen. He wouldn't have taken any responsibility Er hätte on. nichts geleitet He wouldn't have led anything. und deshalb hätte er auch nichts verändert. And that's why nothing would have changed. Er hätte Israel nicht gerettet. He wouldn't have saved Israel. Durch ihn wäre der Wille Gottes nicht passiert. And through him, God would not have had his will being done. Er hätte den Erfolg verpasst. He would have missed the success of this. Er hätte das Wunder Gottes verpasst. He would have missed the miracles of God. Sehr, sehr schade. It would have been very, very Oder? sad. Gott aber sieht ihn als tapferer Held, But God sees him as this courageous hero der von Gott Kraft verliehen bekommen hat, gegen die Midianiter zu kämpfen und gegen sie zu siegen. that he would get strength from God to go against the Midianites and to be victorious. Und das ist eine interessante Sache. Gott sieht ihn schon als Sieger. And what is interesting is God already sees him as victorious. Und die Frage ist, mal ganz persönlich, wie sieht Gott dich? And a very personal question, how does God see you? Welche Aufgabe und welchen Erfolg sieht er schon bei dir? What task and what success does he already see with you? Hörst du Gottes Reden? Do you hear his voice? Hörst du Gottes Reden durch prophetische Worte, die er in dein Leben gesprochen hat, vielleicht gestern? Do you hear his voice through the prophetic words that he's already spoken to you? Vielleicht Rema-Worte aus der Bibel, die dich persönlich voll angesprochen haben. Maybe rhema words from the word that he's already spoken to you about. Gott spricht durch Meinung anderer Leiter oder Freunde. God also speaks through other leaders or friends. So, die Frage ist, wie bekommst du und ich, wie bekommen wir Zuversicht für unseren Dienst? And the question then is, how do we gain this confidence for our ministry? Finde heraus, wie Gott dich sieht und welche Aufgabe er für dich hat. Find out how God sees you and trust him and for the task that you have. Und vertraue Gott, wenn er eine spezielle Aufgabe für dich hat, And trust God that if he has a special task for you, das nur macht, weil er weiß, dass du es von seiner Seite her schaffen wirst. that he knows that you'll only be able to be successful if you do it with his view. Ja, wir haben noch einen Teil dazu beizutragen. Of course, we've got to do our part. Es wird ein Beten kosten, es wird ein Glauben kosten, It's going to cost us prayer and faith, belief. es wird uns ein Arbeiten und Dienen kosten. It will cost us work